und übrigens unscheinbar klein, leicht zu übersehen, dieses Schriftdokument. Um es lesen zu können, muss ich auf die Knie. Mein Kniefalldokument. Es zwingt mich auch in die Knie. Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. Juli 1933. Gegen die Neubildung von Parteien heißt, nicht einmal ein halbes Jahr nach der Machtübertragung vom 30. Januar 1933 gibt es keine Parteien mehr, außer der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, wie der Stimmschein zur Reichstagswahl vom 12. November 1933 deutlich macht. Unterschrift: Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Die Reichsregierung, nicht das Parlament, hat beschlossen. Die Reichsregierung, nicht der Präsident, hat verkündet. Was als Gesetz daherkommt, ist in Wirklichkeit eine eigenmächtige Verfügung Adolf Hitlers, ein Dekret Adolf Hitlers. Paragraph 1. In Deutschland besteht als einzige politische Partei die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. SPD und KPD waren verboten. Die bürgerlichen Parteien hatten sich aufgelöst. Statt Mehrparteienkonkurrenz, Einparteiensystem, Mehrparteienkonkurrenz gut zu sehen hier an der Reichstagswahl vom März 1933, 10 konkurrierende Parteien, Einparteiensystem und Einparteiendiktatur. Adolf Hitler hat im November 1930, also 2,25 Jahre vor der Machtübertragung, vor dem 4. Senat des Leipziger Reichsgerichts folgende Aussage gemacht. Wir werden auf verfassungsmäßigem Wege versuchen, in den gesetzgebenden Körperschaften die ausschlaggebenden Mehrheiten zu erlangen, um in dem Moment, wo uns das gelingt, den Staat in die Form zu bringen, die unseren Vorstellungen entspricht. Diese Prognose, ja Drohung Adolf Hitlers, ermöglicht uns die Einordnung des Einparteiendekrets in einen mehrstufigen Prozess der Machtergreifung, die mit der Reichstagsbrandverordnung beginnt, mit dem Ermächtigungsgesetz ihre Fortsetzung findet und hier jetzt in dieses Einparteiendekret mündet. Diktatur statt Demokratie, Unrechtsstaat statt Rechtsstaat, Einparteiendiktatur und Gleichschaltung statt Mehrparteienkonkurrenz und Pluralismus. Unsere Verfassung lernt aus dieser Aushebelung des Weimarer Verfassungsstaates durch die Nationalsozialisten, indem sie die Würde des Menschen und die unveräußerlichen Menschenrechte, die vom Volk in freien Wahlen und Abstimmungen ausgehende Staatsgewalt und die Teilung der Gewalten in ausführende Gewalt, exekutive, gesetzgebende Gewalt, legislative und rechtsprechende Gewalt, judikative, im Artikel 79.3 Grundgesetz zu unveräußerlichen Prinzipien unserer Verfassung erklärt, der sogenannten Ewigkeitsklausel.